Wir wollen diese Erwartung auch an uns selber haben. Wir wollen selbst den Anspruch haben, die Zukunft mitzugestalten, die Zukunft der Orchesterwelt, die Zukunft der Musik. Ohne den Glauben wäre es natürlich, dass unsere Musik, die wir machen, Zukunft hat, würde es natürlich nicht funktionieren. Viele Möglichkeiten, auch in der Zukunft andere Dinge auszuprobieren, die vielleicht vorher noch nicht existiert haben, neue Projekte, neue Formate. Und es gibt einfach sehr viel Raum auch für neue Dinge auszuprobieren. Und deswegen würde ich es eher als Inspiration sehen, den Zukunftsorchesterbegriff, dass man verschiedene Möglichkeiten hat. Je näher man dann dem Beruf rückt und man studiert und man sammelt Erfahrung und dann macht man sich immer mehr Gedanken darüber, wie geht das eigentlich weiter und welche Zukunft hat die klassische Musik, wie finde ich meinen Platz in der klassischen Welt. Dann kommen natürlich immer mehr Fragen, wie sieht die Zukunft aus? Ich denke, einerseits nennen wir uns Zukunftsorchester, da es den gesamten deutschsprachigen Raum an Musikstudierenden vereint, die dann ja letztendlich der Nachwuchs sind, somit die Zukunft der Berufsorchester in Deutschland und in Europa. Andererseits ist es das Zukunftsorchester, da wir das basiert auf der Geschichte der Jungen Deutschen Philharmonie, die sich ja selbst gegründet hat und somit basisdemokratisch organisiert ist. Wir entscheiden auch, mit welchen Dirigenten, Solisten, KünstlerInnen wir zusammenarbeiten wollen. Und das ist einfach dann später im Berufsorchester weniger frei eigentlich. Ich glaube, dass auf jeden Fall natürlich auch jedes Berufsorchester, was einen Orchestermanager hat, mit Begeisterung und mit Freude die Sachen macht, weil das ist das, was Musiker auch ausmacht. Aber diese Möglichkeit zu haben, sich auszuprobieren und auch zu überlegen, welche Werke wären toll mal gespielt zu haben, bevor wir alle später ins Berufsleben starten, diese Möglichkeiten zu haben, dass man vielleicht wirklich einige Sachen schon mal machen durfte mit dieser Energie, mit diesem Spirit, das macht unser Orchester aus. Wir hätten natürlich auch Spaß mit vorgegebenen Programmen, aber die Idee zu haben, selbst mitentscheiden zu können, was gespielt wird, mit wem wir zusammenarbeiten, mit welchen Dirigenten wir eventuell zusammenarbeiten, natürlich fördert das den Faktor des Spaß auch. Und ob man das in der Musik dann hört, das ist wahrscheinlich jedem Zuhörer selbst überlassen. Ich glaube, wer noch viel Zukunft vor sich hat, hat mehr Interesse daran, die Zukunft zu gestalten. Insofern ist natürlich
die Ambition im jungen Alter wahrscheinlich noch ein bisschen höher, mitzugestalten, weil man ist noch so voller Tatendrang, man will was ändern, man will selber mitgestalten. Ich glaube, dass besonders junge Leute sehr viele Zukunftsgedanken haben, vielleicht auch Zukunftsängste, Wünsche, aber dabei auch immer noch die nötige Naivität mitbringen, die es braucht, um Veränderungen heranzuführen und nicht gestoppt wird von Realismus, dass es nicht klappen kann oder dass es unwahrscheinlich ist, dass neue Dinge greifen. Also ich denke auf jeden Fall sehr besonders sind immer die tollen Konzertsäle, in denen wir spielen dürfen, unter anderem die Elbphilharmonie in Hamburg, die Berliner Philharmonie, auch in Köln die Philharmonie. Das sind einfach tolle Säle, wo immer jedes Mal ein anderer toller Moment entsteht, was auch jedes Konzert eben so einzigartig macht. Die erste Tutti-Probe ist immer extrem spannend, wenn man vielleicht auch solistische Stellen hat, die man zum ersten Mal vor dem Orchester, mit dem Orchester spielt. Da kriegt man dann Herzrasen, aber das ist total aufregend und wenn es dann richtig klappt in dem Moment und das ist ein unglaubliches Gefühl, wie so ein Rausch eigentlich. Und das überträgt sich dann hoffentlich auch auf die Konzerte, auf das Publikum.